Hey Tom, was machst du denn hier? Chris, was für eine Überraschung. Lange nicht gesehen. Mindestens 5 Jahre. Was machst du denn hier? Ich besuche meine Eltern. Ich auch. Wo treibst du dich denn jetzt rum? Ich wohne jetzt in Spanien. In Spanien? Den ganzen Tag Sonne und Strand? Nein, ich arbeite in Madrid. Wo wohnst du denn jetzt? Ich bin nach Neuseeland ausgewandert. Nach Neuseeland? Wie cool ist das denn? Einfach genial dort. Die Leute sind super nett. Was hat dich denn nach Neuseeland getrieben? Surfen. Ich liebe Surfen. Echt? Ja, Chris, ich lebe fürs Surfen. Ich liebe Kitesurfen. Ich fahre jedes Wochenende ans Meer. Kitesurfen ist auch geil. Ich wohne direkt am Meer. Da kann man ja neidisch werden. Spanien ist bestimmt auch super. Auf jeden Fall. Du sprichst bestimmt schon fließend Spanisch. Na klar, hab ich in 6 Monaten gelernt. Beeindruckend. Mein Englisch kann sich aber auch sehen lassen. Das glaube ich dir gerne. Dein Englisch war ja früher schon gut. Ich mag die Mentalität der Neuseeländer. Sie sind freundlich, pünktlich und sehr offen. Die Spanier sind fast genauso. Ich tippe mal, sie sind nicht ganz so pünktlich. Die Uhren ticken in Spanien einfach anders. Aber ich mag das. Freut mich zu hören, dass es dir gut geht. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Mir geht es fantastisch. Ich habe vor 2 Jahren geheiratet. Eine Neuseeländerin? Nein, eine Australierin. Ich bin vor 2 Monaten Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch! Ein Junge oder ein Mädchen? Ein Mädchen. Ein Geschenk Gottes. Das ist ja fantastisch. Die Kleine ist kerngesund. Sie ist ein richtiges Energiebündel. Also kommt sie nach dem Vater. Kann man so sagen. Aber die Mutter ist auch eine Powerfrau. Sind die beiden auch hier? Ja, wir besuchen zu dritt meine Eltern. Komm doch morgen mal vorbei. Super gerne. Ich bin nur 2 Tage hier. Aber ich nehme mir gerne die Zeit. So selten, wie wir uns sehen. Ich komme nur noch selten nach Deutschland. Man braucht bestimmt ewig von Neuseeland. Wir waren 2 Tage unterwegs. Mit einem Kleinkind ist es noch schwieriger. Du musst uns unbedingt mal besuchen kommen. Sehr gerne. Dann gehen wir zusammen surfen. Die Idee ist super. Ich habe nächstes Jahr wieder mehr Zeit. Perfekt. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Keine Sorge, ich halte mein Wort. So kenn ich dich. Du hast dich nicht verändert. Unkraut vergeht nicht. Deinen Humor hast du auch nicht verloren. Natürlich nicht. Ohne Humor ist man verloren.
Meine Eltern werden sich auch freuen, dich wiederzusehen. Wie läuft es bei dir? Ich habe eine Freundin. Wir haben noch keine Hochzeit geplant. Allerdings wollen wir bald eine Weltreise machen. Also Neuseeland dürft ihr nicht auslassen. Und für Asien habe ich noch viele Tipps für euch. Du reist immer noch gerne? Ich liebe das Reisen. Ich bin mit meiner Frau durch ganz Asien gereist. Damals waren wir noch nicht verheiratet. Wie seid ihr gereist? Du kennst mich. Wie immer nur mit Rucksack und Kreditkarte? Genau, wir sind einfach spontan aufgebrochen. Wir hatten genug Geld gespart. Wie lange wart ihr unterwegs? Wir wollten 3 Monate reisen. Aber wir waren ganze 6 Monate in Asien unterwegs. Klingt aufregend. Ihr habt bestimmt viele Geschichten zu erzählen. Es war eine verrückte Reise. Zum Glück haben wir es damals gemacht. Mit einem Baby wäre es nicht möglich gewesen. Man muss die Dinge machen, wenn man jung ist. Und wenn man die Zeit hat. So viel Geld braucht man gar nicht. Wo habt ihr geschlafen? Meistens in Jugendherbergen. Manchmal in günstigen Hotels. In Asien kann man recht günstig reisen. In Asien war ich noch nie. Ich bin durch Südamerika gereist. Das haben wir auch noch auf unserer To-Do-Liste. Ihr müsst unbedingt durch Südamerika reisen. Ihr werdet es lieben. Wo warst du? Außer in Paraguay war ich überall. Wo hat es dir am besten gefallen? Alle Länder waren toll. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. In Kolumbien habe ich jeden Tag getanzt. In Brasilien war ich Kitesurfen. Du hast wirklich nichts ausgelassen. Das Leben ist zu kurz, um Sachen auszulassen. Ich verstehe, was du meinst. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Genau so sieht es aus. Ich sehe, wir verstehen uns immer noch. Wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Einfach toll, dich wiederzusehen. Geht mir genauso. Ich muss leider gleich los. Meine Eltern warten auch schon. Wann passt es dir morgen? Hast du abends Zeit? Abends passt mir super. Wollen wir uns nach dem Abendessen treffen? Abgemacht. Dann haben wir genügend Zeit. Komm einfach um 20 Uhr. Bring bloß nichts mit. Wir haben alles da. Also dann, bis morgen. Bis morgen. Ich freue mich. Mach's gut.